Die sportbegeisterte Mandy hat vor mehreren Jahren drastisch an Gewicht verloren. Heute ist sie auf dem Weg in die Praxisklinik am Rosengarten, um sich von Dr. Spanholz und seinem Team die überschüssige Haut entfernen zu lassen. Ich habe heute einen Termin mit Dr. Spanholz. Genau, zur OP sind Sie da. Genau. Ja, mein Name ist Mandy, ich bin 29 Jahre jung und habe vor circa 3,5 Jahren angefangen, Gewicht zu verlieren. Habe meine Ernährung komplett umgestellt, habe auch angefangen, Sport zu treiben, habe die meisten Körperteile auch gut hinbekommen. Nur der Bauch, der ist halt total erschlafft, war erstmal die Schwangerschaft, dann die Gewichtsreduktion. Ja, und deswegen möchte ich den Bauch jetzt straffen lassen. Ich fühle mich unwohl. Es sind alltägliche Situationen, wo man halt merkt, okay, das stört mich. Also allein schon beim Klamotten kaufen, enge Oberteile anziehen, funktioniert nicht ohne Shapewear. Das heißt, ich muss immer 2 Sachen kaufen. Dann schwimmen gehen, auch mit dem Kind. Kinder sind ehrlich und sagen dann, warum wackelt deine Mutter so? Das tut dann aber auch weh, ne, am Ende des Tages. Und was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, ich bin sportbegeistert mittlerweile. Und wenn man so viel trainiert und wirklich bis zur Erschöpfung trainiert, man sieht aber im Rumpfbereich einfach keine Verbesserung, kein Ergebnis, es ist so demotivierend. Habe erstmal gedacht, nein, du machst keine Schönheitsoperation, du lässt die Natur Natur sein und bist stark genug. Aber jetzt bin ich vor ein paar Wochen an einen Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, nein, du musst es jetzt machen lassen. Ja. Müssen Sie dann auch gleich anziehen? In der seit 15 Jahren bestehenden Privatklinik führt ein erfahrenes Team an ästhetischen Chirurgen jährlich etwa 1500 Operationen und Behandlungen durch. Genau. Das Wichtigste ist, ja, und zwar ist das die Klingel. Wenn irgendwas sein sollte, dass Ihnen nicht gut geht, Sie irgendwas brauchen, einfach draufdrücken und dann kommt einer von uns Schwestern. Ich habe mich für die Praxisklinik am Rosengarten entschieden. Die Website hat mir erstmal gut gefallen, deswegen habe ich auch einen Termin beim Dr. Spanholz vereinbart. Und ja, der Termin beim Dr. Spanholz war sehr gut. Ich habe mich wohlgefühlt, es war sehr lustig und ich habe mich vor allem verstanden gefühlt. Das, was er mir auch zum Operationsverlauf erklärt hat, hat gepasst, habe ich auch verstanden, was ich bei vorigen Terminen nicht so gut, was nicht so gut rüberkam. Ja, und deswegen sitze ich jetzt hier und lasse mich von Dr. Spanholz heute operieren. Wie geht's? Na, aufgeregt? Ja, sehr. Ein bisschen, ne? Das ist ja normal. Aber ich freue mich. Ja, bevor es losgeht, müssen wir ein paar Sachen anzeichnen und noch einmal ein paar Details über die Operation besprechen. Ja. Am besten wäre es, wenn wir einfach mal den Bademantel einfach mal über den Stuhl werfen. Und einmal zu mir hier rüber kommen. Dann ziehen wir das einfach ein bisschen hoch. Und stopfen das hier so hinten rüber. Ich stopfe es hier rüber. Damit es nicht im Weg drum ist. So, dann schauen wir mal. Also, Mandy, jetzt wird es langsam ein bisschen ernster, ne? Wir haben gesagt, dass wir mehrere Probleme aus der Welt schaffen wollen. Also die Mandy ist eine Patientin, die eine Geschichte hat, die wir häufig gehört haben. Sie hat sehr viel an Gewicht verloren, 70 Kilo etwa an Gewicht verloren, und zwar aus eigener Motivation heraus. Das bedeutet aber, dass am Körper viele Problemstellen entstehen. Also bei Frauen hauptsächlich die Brust, Bauch, Oberarme, Oberschenkel, weil durch den ganzen Verlust an Fettgewebe natürlich die Haut sich nicht so zurückbildet wie bei einem jungen Menschen oder wie bei einem schlanken Menschen, sondern es bleibt immer zu viel Haut übrig, wie ein zu großes Kleidungsstück im Grunde. Und innen ist der Körper tatsächlich relativ schlank und außen hängt die Haut so ein bisschen herab wie loser Stoff. Und bei dieser Operation, die wir heute machen, geht es darum, den Bauch zunächst mal zu formen. Das heißt also, die Bauchdecke, den Oberbauch und so weiter etwas schön in Shape zu bringen. Die Patientin ist eine sehr lustige Patientin aus meiner Sicht. Wir haben sehr viel Freude schon gehabt in der Vorbereitung. Sie hat auch glaube ich, bei Shopping Queen und so weiter mitgemacht. Also sie ist eine sehr offene Person und deswegen hat sie auch zugestimmt, dass wir das Ganze so ein bisschen begleiten dürfen und anhand ihrer Geschichte die ganze Operation unseren Patienten im Internet so ein bisschen erklären können. Das ist also der Grund, warum sie dafür so offen ist. Also der Teil wird abgesaugt, dieser ganze Teil wird entfernt, die Flanken werden wir ein bisschen mitstraffen können und wir werden diesen Teil zum neuen Bauchnabel machen und den Bauchnabel selber, diesen Teil zum neuen Bauch und den Bauchnabel selber neu positioniert verankern. Das ist der Plan für heute. Ja. Und was sagen Sie? Ich freue mich. Ja. Ja. Jetzt haben Sie auch lange genug gewartet, oder? Ja.
Da es sich hierbei um eine größere OP handelt, ist der geplante Eingriff auch nicht ganz ohne Risiko. Besonders für die Narkose muss im Vorfeld einiges besprochen werden. Der Narkosearzt, wir hatten ja gestern telefoniert. Ich setze mich im Moment zu Ihnen. Haben Sie noch Fragen? Eigentlich nicht, nur ob ich danach, wenn ich wach werde, direkt Schmerzen habe. Das ist meine größte Angst. Wir werden Ihnen ausreichend Schmerzmedikamente schon während der OP geben und dann gucken wir auch, dass wir Ihnen hinterher, wenn Sie noch Schmerzen haben sollten, auch direkt was nachgeben können. Wir werden ja dann noch die Venenkanüle legen und darüber können wir was spritzen dann direkt. Also wir kriegen die Schmerzen auf jeden Fall hin. Von der OP erhoffe ich mir natürlich einen flachen, straffen Bauch und vor allem, dass ich mich nicht mehr schäme, wenn ich schwimmen gehe, dass ich anziehen kann, was ich möchte und vor allem, dass ich meine Lebensqualität zurückbekomme, die ich mal hatte und frei sein kann. Die letzten Vorbereitungen sind getroffen und die Operation kann beginnen. An dem Tag der OP habe ich mich sehr gefreut, bin auch kaum mit Angst in die OP reingegangen. Als ich dann da lag und die Spritze bekommen habe, dann habe ich ein bisschen Panik bekommen, dann bin ich eingeschlafen. Ich glaube, dass alles so verlaufen ist, wie ich es wollte. Also ich glaube, man kann es nicht besser machen. Hier habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich konnte immer anrufen, jede Frage stellen. Ja, Dr. Spanholz, man hat so ein Gefühl, ja, man kann ihm vertrauen. Also ich gebe ihm mein ganzes Leben und er macht. Was halt nicht so schön war, waren halt die Schmerzen nach der OP. Ich meine, das nimmt jeder anders auf. Ich bin sehr schmerzempfindlich. Das war die ersten 2-3 Wochen ja so das Schlimmste. Dann, was auch nochmal sehr unangenehm war, die Schwellung. Also man steht dann vorm Spiegel, man hat die OP hinter sich und hofft dann so jede Woche, ja, es wird weniger, es wird weniger. Das war halt so ein langer Zeitraum, bis es dann wirklich abgeschwollen war und man so das Endergebnis sehen konnte. Ja, mit der Narbe bin ich sehr, sehr zufrieden. Das war ja eigentlich so gedacht, dass die so ein bisschen wulstig wird, weil ich so eine Mischhaut habe. Aber ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf meine Narbe. Ich finde die toll. Ja. Jetzt so 3 Monate später bin ich glücklich und ich würde es immer wieder machen. Ich liebe meinen neuen Bauch. Also ich würde alles genau so wieder machen.